hat sich ja nicht getraut, aber ich habe mir einen Cocktail bestellt. Ich zeige es euch gleich. Es gibt nämlich zwei verschiedene Cocktails, nämlich den Dracula und den Phoenix. Der Phoenix ist mit Waldmeister, deswegen nein. Aber ich habe mir den Dracula bestellt und der sieht so aus, was ich ja sehr cool finde. Mal schauen. Sehr, sehr süß, aber gut. Also zu meinem super Cocktail ist natürlich das obligatorische Roast Beef Sandwich, VIP Sandwich, weil wir sind natürlich VIPs, wir wären es gerne, aber und deswegen haben wir uns das bestellt und auch eine sehr, sehr nette Sache hier, darf ich mal hier rüber, genau, ein Bacon and Cheeseburger ohne Bacon, finde ich auch mal eine coole Sache. Ich bestelle normalerweise immer Veggie Burger mit Bacon, aber geht auch anders. Kurzer Abstecher hier ins Outlet, wobei wir hier, glaube ich, wirklich von einem kurzen Abstecher reden. Erstens ist Rita ziemlich vollgefressen von ihrem Ciabatta VIP Burger. So gut. Und zweitens, glaube ich... Und durchgemischt hat der Cocktail dann auch gut geschmeckt, weil dann ist das Maracuja auch rausgekommen. Sehr empfehlenswert. Für Christoph definitiv trotzdem noch immer zu süß. Aber ich war beim Spezi. Wir sind im Outlet, meine Lieben. Und wir sehen hier Schuhe. Wir sehen hier Rucksäcke und Taschen. Wir sehen hier ein paar CDs und Computerspiele. Wow, ein Ritterkostüm statt um 29 für 9. 30 um 10 Euro. Lego-Sets, die euch wahrscheinlich mehr interessieren. Wow, auch jungen T-Shirts für 5 Euro statt 15. Also die Preise heute begeistern mich schon eigentlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Und Lego-mäßig haben sie ja noch immer Video. Ich glaube, die werden auch nächstes Jahr noch hier sein. Mario und ein paar City-Sets. Genauso wie Marvel und ein bisschen was von Duplo. Falls ihr euch fragt, ich weiß nicht, was das genau ist, vielleicht ein Telefon oder sowas, die ganze Zeit. Ja, ich weiß auch gar nicht, ob man das auf der Kamera hören wird, aber wahrscheinlich. Hier bei der Duplo-Abteilung, ja, sieht es auch schon ein wenig, nennen wir es, gemächlicher aus. Hier sind zwar die Schütten noch ziemlich voll, aber doch so eine nette Halloween-Dekoration. Ja, besonders er hier gefällt mir auch so. Die kann man sogar kaufen, komplett. 28,73. Aha. 3,77. Wenn wir auf diese Preise kommen, frage ich mich, das kann sein, dass das vielleicht für 100 Gramm ist. Cool. Finde ich cool. Besser vielleicht als das komplette Set in der Vitrine der Fabrik. Ja. Ja. Sie haben hier auf jeden Fall noch ein bisschen was an Autos und an Krimskrams von Duplo. Aber ist doch eine super nette Idee. Ich meine 39,58. Okay. Aber es ist mordsschwer. Ja. Und die Weihnachtsdeko ist auch süß. Hier mit Santa Claus, irgendwie ohne seine Mütze, aber gut. Aber coole Kreationen. Ist aber aufgemalt. Also falls ihr nicht fragt, das ist aufgemalt. Und was wir hier euch zeigen können bei den losen Teilen, die sind anscheinend im Angebot. Schauen wir mal hier rein. Das ist okay. 6,50 Euro für 100 Gramm. Das ist auf jeden Fall mal billig. Die haben jetzt immer, wenn ich mich nicht täusche, 9 Euro gekostet. Relativ viele Technikreifen. Ein paar normale Bricks, Macaronis. Also ich kann mir schon vorstellen, dass hier der ein oder andere vielleicht sogar noch was findet. Es ist halt schon so, dass die Teile hier immer sehr, sehr speziell sind.
Übrigens haben wir im Schnäppchenzelt jetzt doch noch ein paar Einzelteile gekauft. Mehr dazu später, vielleicht bei einem Haul-Video. Und Rita, ich weiß nicht, hat sie schon wieder ihr Mikrofon ausgeschaltet oder warum hören wir nicht, was sie Mr. Wu ins Ohr flüstert? Ich habe ihn gefragt, ob er weiß, wo das Geschenk ist. Er will es mir aber nicht verraten. Ja, ich würde sagen, das ist dann kein guter Freund. Er ist ja immer. Streit. Ja, du bist außerdem heute mit dem Skelett hier und nicht mit mir. Auf jeden Fall hier auch der hintere Bereich des Parks nicht geschmückt im Halloween-Style, aber das macht nichts. Die Wartezeiten, es ist jetzt übrigens einige Zeit vergangen, wir haben jetzt schon schnell einen Kaffee vorgetrunken für euch. 16:10 Uhr. Es ist jetzt mehr Zeit vergangen, als wir gedacht haben, weil wir uns mit sehr netten Zuschauern getroffen haben von uns. Grüße gehen raus. War ein sehr netter Talk über Lego und alles Mögliche. Und ich habe jetzt mal reingeschaut, aber beim großen Drachen ist die Wartezeit jetzt 1 Stunde und wir wollen noch ein bisschen hier herumgehen. Also ich glaube, wir werden heute wahrscheinlich keinen Drachenritt mehr tätigen. Nee. Aus Sicherheitsgründen. Die Abenteuerfahrt wird dann wahrscheinlich eher erst wieder auf dem Heimweg sein. Bin schon gespannt, was es heute... Es war ja jedes Mal, wenn wir nach Hause gefahren sind, irgendwas. Ja. Hoffentlich ist es heute mal ruhiger auf der Autobahn, aber deswegen strapazieren wir unsere Nerven jetzt nicht allzu sehr mit Wartezeit, weil vielleicht haben wir die Wartezeit ja heute auch noch auf der Autobahn. Auf der Drachenautobahn. Und deswegen gehen wir jetzt noch eine kleine Runde in den Bereich, wo wir noch nicht waren, weil Rita ja immer noch nach diesem doofen Geschenk sucht. Und das Problem ist, wir wissen ja natürlich nicht, ob es schon gefunden wurde. Nein. Das Legoland hat auf jeden Fall noch nichts gepostet, was Rita Anlass gibt, ganz nervös die Suche hier nicht aufzugeben. Sogar bei dem Wetter fahren die Leute auch mit den Spritzkanonen. Aber man sieht schon, der Wasserstrahl ist bei den meisten heute schon ein wenig kleiner. Wartezeit, ich glaube, das wäre überhaupt ein Walk-on. Man kommt hier gleich dran. Und, aber ich traue mich nicht. Die Leute, die hier mitfahren, sind heute schon einiges gemütlicher unterwegs, als wie noch die letzten Male, wo hier noch Hochsommer und 30 Grad am Start waren. Brutale Schlachten geschlagen wurden. Also nicht mal Rita will heute damit fahren, obwohl sie normalerweise hier immer ganz euphorisch ist. Aber das nächste Mal vielleicht wieder. Nein, ich weiß nicht, ob es das nächste Mal auch schon wieder so warm ist. Entweder dieses Jahr oder Anfang nächste Saison. Außerdem habe ich meine Co-Kapitänin nicht mit, meine Mutter. Das ist richtig. Ohne sie geht gar nicht. Vielleicht würde einer von diesen netten Herren mit dir mitfahren. Da sage ich nicht nein. Immer wieder schön, hier zuzuhören. Wasserrutsche. Hier fahren auch einige Leute, fast alle mit Regenjacke oder irgendeinem Poncho unterwegs. Ich kann mir schon vorstellen, wenn man hier ganz schön nass wird. Es hat heute, ich glaube, nicht ganz 20 Grad, aber wenn man hier ganz nass wird, dann dauert das schon ziemlich lange, bis man hier wieder drauf wird. Und habt ihr nicht gesehen, aber Rita hat auch hier hinten schon wieder reingeschaut, ob da nicht vielleicht doch irgendwo ein Paket ist. Und eins sage ich euch, wir haben ja heute schon relativ viel gefilmt. Ja. Und wenn wir uns das Filmmaterial jetzt dann zu Hause anschauen, weil wir das Video schneiden und wir erkennen irgendwo in einem Gebüsch oder unter einer Parkbank dieses Geschenk sehen, dann lacht ihr nicht mehr über mich. Ich weiß nicht, was wir dann machen. Ich habe keine Ahnung. So, jetzt filmen wir noch das nächste Boot, das hier herunterkommt. Aha, es geht los. Und die Fahrt wird sicher eine ganz schöne. Also immer wieder cool, immer wieder cool. So nass. Ja, also was sollen wir jetzt machen? Sollen wir wieder einschalten, wenn wir das Geschenk gefunden haben, oder hören wir uns heute wirklich nicht mehr ein? Ja, wir melden uns, egal ob wir es finden oder nicht. Übrigens heute, schaut euch mal unseren Einkauf an. Wie locker leicht Rita hier diese Tüte hier vor sich hin und her schwingt. Das heißt, wir haben heute weniger eingekauft, oder? Sie ist so stark und so gut gelaunt, dass sie das so mit links von trägt. Von dem VIP-Sandwich so gut gestärkt auf jeden Fall. Ja. Ab geht's zu den Pharaonen und natürlich zur Baustelle. Und Rita, bist du schon genauso nervös wie ich?
wenn wir jetzt gleich die Achterbahn in Nervös ist gar wahrscheinlich kein noch nicht Wort. kompletter Form, aber fast sehen werden. Nervös ist gar kein Wort. Außerdem, vielleicht findet sich dort das Geschenk. Ich bin gespannt. Vielleicht. Also Ägypter scheinen auf jeden Fall auch kein Halloween zu feiern. Hier ist zwar alles sehr schön, aber nicht geschmückt, aber das muss auch nicht sein, das ist vollkommen in Ordnung. Was sagst du zur Parade übrigens? Ich habe das wieder nur von hinten gefilmt, weil ich zu spät gekommen bin. As usual. Ich habe die Parade gut gefunden, auch gut gefunden, dass es jetzt eine Halloween-Update quasi gibt. Das Einzige, irgendwie ist sie mir sehr kurz vorgekommen. Also das war irgendwie eine short, gekürzte Version der Parade. Ich will die Spannung ein bisschen aufrechterhalten, dass die Leute noch nicht sehen, was hier los ist. Da ist schon Es tut sich nämlich einiges. Ich finde auch eine nette Parade. Alle waren verkleidet und irgendwie sehr spookig angezogen. Aber die Parade war auch sehr kurz irgendwie. Ja, eben, sage ich doch. So. Deswegen, naja. Aber Jetzt schau mal, da ist schon ein Eingang. Schauen wir mal hier durch. Also hier hat sich seit dem letzten Mal einiges getan. Ja. Die Achterbahn sieht man zwar von hier jetzt wieder schlechter als noch von dort unten. Rita, kannst du was erkennen? Ja. Einen Hier Eingang. ist jede Menge los. Siehst du das Paket? Ich sehe das Paket. Kletter sofort über den Zaun. Also hier sieht es nach einem Eingangsportal aus. Ihr habt uns ja auch schon geschrieben, es gibt ja schon das fertige Layout der Achterbahn und so weiter, alles im Internet. Haben wir vielleicht noch kurz dort hinten. Da bin man da durchgesneakt. Wäre nett, wenn wir hier mal eine Exklusivführung bekommen würden. Also dieser Bereich Mythica soll also Anfang 2023 hier eröffnen. Mit einer Wing Coaster, 17 Meter Höhe, mehreren Schlingen und ich weiß nicht, ob ein Überkopfsegment auch geplant ist. Hoppala, der Fokus war jetzt nicht ideal. Das letzte Mal, als wir hier waren, haben wir diskutiert, ob das hier das Ninjago Hotel wird. Es ist ein Haus geworden, aber nicht das Ninjago Hotel. Vielleicht wird das die Station der Achterbahn. Auf jeden Fall sieht man hier sehr schön den Lifthügel und auch schon dort, wo es runtergeht. Und ich finde cool, dass sie hier wieder mal eine Achterbahn einbauen. Das Legoland hat ja jetzt wieder mit der in Betrieb genommenen Drachenachterbahn 2 Achterbahnen. Das hier wird dann die dritte und die sieht, muss ich ganz ehrlich sagen, ganz cool aus. Es gibt auch schon das Layout, wie gesagt, online könnt ihr euch anschauen. Steht auch im Heidepark. Ähnlich haben wir gehört, nur in verkleinerter Form wird sie hier aufgebaut. Ja. Und da freuen wir uns auf jeden Fall schon auf den Saisonstart 23, wenn das Ding hoffentlich hier in Betrieb geht. Ist auf jeden Fall sehr schön zu sehen, dass hier viele Arbeiter am Start sind. Da wird hoffentlich vor Wintereinbruch noch viel gebaut und viel gemacht. Nur die schönen Luftballons und Heißluftballons sind Ich glaube, ich bin noch heute nie kaputt. mit so einer Art Achterbahn gefahren. Also ich bin schon sehr gespannt, wie das dann wird. Ich ebenso. Wie der Christopher sagen würde, ein Wing Coaster. Mal schauen. B&M Wing Coaster, wenn ich mich nicht täusche. Ja. Ja, gut. Sehr schön, ja. Es ist jetzt ungefähr 4:30 und die Sonne steht schon sehr tief. Wir bleiben aber natürlich noch hier. Natürlich. Wir gehen jetzt noch ein wenig herum hier und werden vielleicht sogar noch in den ein oder anderen Shop reinschauen. Ganz ungewohnt. Die letzten Male sind wir immer dort hinten beim Feriendorf rausgegangen, zu unserem Wohnmobil. Heute sind wir wieder mit dem Auto hier. Auch gut. Aber ich muss sagen, von den Temperaturen her angenehmer als in dem Sommer. Ja. Also definitiv, wir haben es sehr gut erwischt. Es hätte eigentlich regnen sollen. Es regnet nicht. Perfektes Wir sind Wetter, trocken, Ja. alles gut. Ja. Ja. Kurzer Abstecher hier bei den Ninjas im Ninjago Shop, was es hier Neues gibt. Rita, gibt's was? Sie spricht kein Wort. Hier natürlich Schultaschen. Es wird gesagt, sie möchte gerne hinten bei den Figuren schauen. Dort haben wir schon länger nicht mehr gefilmt, weil es dort immer so zugeht. Aber ich glaube, Rita interessiert sich für diese goldene Minifigur. Schauen wir mal, ob es die noch gibt. Ist das cool? Ja. Gut, ne? Nehmen wir dann mit, oder?
Könnte sein, dass wir uns da auch interessieren für eine. Ich weiß jetzt zwar nicht genau, was das sein soll, aber Rita anscheinend schon. Was ist das genau, Rita? Weißt du das? Ein goldener Ninja. Ein goldener Ninja, okay. Warum ist der hier an der Kasse und nicht dort drüben bei den Minifiguren? Damit ihn nicht alle kaufen. Nein, ich glaube, die kann man nur so als zusammengebauten quasi. Okay, okay. Ja. Also hier natürlich einmal das Ninjago Sortiment. Auch, nicht nur. Ja. Und hier wieder mal, und ich bin gespannt, ob ich das einmal filmen kann, megamäßig viele Kids, aber das ist ganz klar. Und ich weiß nicht mal, ob es hier was Neues gibt, weil ja wir die letzten Male schon hier eigentlich nicht da waren. Schwerter, Ja, Messer, coole Schwerter. so Schurikensterne, diese Schwerter. Moment, ja. Die sind auch interessant. Aha. Aha. Konsole, ja. Die Haare sind auch cool. Haare, Schwarze cool, und weiße ja. Haare. Und alles Mögliche, was man so als Ninja natürlich brauchen kann. Immer cool, hier vorbeizuschauen. Ich habe mich gerade gefreut, aber leider sind da auch so schöne orangene Blumen verbaut. Verbaut. Richtige Blumen. Wenn ihr Ja. uns heute gesehen haben solltet und euch gedacht habt, was das sein soll, die beiden sind ja mehr als komisch, dann ja, liegt es daran, dass Rita die ganze Zeit nur am Suchen ist. Ich hatte vorher schon Probleme mit der Kamera und ja, Rita vor einem Halloween-Display hier, ganz professionell. Und sie haben auch ein paar coole Aufbauten. Wir sind hier übrigens beim beim Halloween-Bereich hier am Hinterteil des Minilands. Hier ist das Miniland, ihr seht es, ihr kennt es. Und da haben sie auch sogar coole Aufbauten hier, zum Beispiel diese gigantisch große Spinne und hier alle möglichen, ja, nennen wir sie mal, verblichenen Seelen. Das ist bestimmt sehr schreckenerregend, wenn hier die Sonne untergeht und jetzt hier dunkel wird. Sonst habe ich jetzt ehrlich gesagt hier noch nicht so viel gesehen bezüglich Halloween. Wir haben jetzt mal ein Video vom Legoland Florida gesehen, was die da letztes Jahr abgezogen haben. Das war schon bombastisch. Hier ist natürlich bei uns in Europa Halloween nicht ganz so groß vielleicht, aber hier tut sich einiges. Jede Menge Skelette, jede Menge Zeugs. Das haben sie nett aufgestellt. Hier war ja die Lego-Stadt dieser Weltrekordversuch. Und schauen wir mal hier in diese Vitrine rein. Oh, wir haben hier schöne Technik-Sets. Ich weiß nicht, ob ihr sie sehen könnt. Das sagenumwobene blaue Elend. Genauso wie hier andere 4x4 und Kettenfahrzeug und der berühmte Actros, glaube ich, heißt dieser Lastwagen, dieser links oben. Aber da sieht man gar nicht ordentlich hin, weil sie hier alles so vollgekramt haben. Da macht auch nichts. Ich schaue jetzt mal, wo Rita ist. So, liebe Freunde, wir haben das Legoland verlassen. Rita macht gerade Fotos mit ihrem Handy, Ja. aber das stört uns nicht. Wir sind wieder draußen. Wir haben jetzt doch noch ein bisschen was eingekauft. Ich weiß nicht, ihr werdet das vielleicht nicht sehen, weil ich die Kamera nicht so gut schwenken kann, aber da hinten stehen unsere Einkäufe. Hat noch das ein oder andere Schnäppchen gegeben. Voilà, so. Und wir sind draußen. Es war ein sehr schöner Tag. Wir haben jetzt sogar am Abend noch mit einigen von euch geredet, was uns sehr gefreut hat. Also wieder sehr nett. Es war irgendwie ein ganz anderer Tag heute. Wir sind, oder besser gesagt, wir haben einen neuen Rekord aufgestellt. Wir sind mit gar nichts gefahren heute. Gehen wir vielleicht ein bisschen hier drüber, dann sehen die Leute die Dekoration hier. Wir sind mit gar nichts gefahren heute. Nein. Es war aber trotzdem umso netter. Wir sind viel herumgegangen. Rita hat das Geschenk leider auch nicht gefunden. Und es war einfach ein super netter Tag. Das stimmt. Also das mit dem Geschenk macht nichts. Jetzt bin ich schon
meine Zunge ist schon ganz rum, weil wir heute so viel mit euch geredet haben. Also, sorry dafür. Aber es war echt mega. Also, es war super entspannt, das Wetter war perfekt. Wir hatten so viele tolle Gespräche. Die Dekoration war super. Also, wenn ihr das Legoland zu Halloween noch nie gesehen habt, schaut es euch an. Es ist wirklich, wirklich empfehlenswert. Es ist so nett gemacht. Es sind sehr wenige Bereiche, die nicht dekoriert sind, aber die dekoriert sind, sind echt sehr, sehr cool. Sehr, sehr schön gemacht. Ja, wir wissen auch noch nicht, wie gesagt, heute 26. Oktober. Wir wissen noch nicht, ob das heute das letzte Mal war, dass wir diese Saison im Legoland waren. Wir trauen uns da noch nicht zu sagen. Wir wollen schon noch mal kommen, aber wir wissen nicht, ob es sich noch mal ausgeht. Was auf jeden Fall kommen wird, ist, denke ich, ein kleines Haul-Video, weil wir ja auch dann ganz spontan in diesem Outlet-Center noch Teile gekauft haben und jetzt auch noch im City-Shop das ein oder andere Set in unsere Einkaufstasche reingefallen ist. Da war übrigens jetzt extrem viel los am Abend. Oh ja. Und ja, jetzt ist es schon fast 6:30. Wir sind jetzt hier noch ein bisschen herumgegangen, haben dann noch ein bisschen das Ambiente genossen. Es ist sehr warm jetzt, sehr angenehm und haben einfach das Treiben hier noch ein bisschen beobachtet, hier beim Ausgang des Legolands. Und ich glaube jetzt, also der Grund war auch, dass auf der Autobahn wieder Stau ist und wir in der Hoffnung sind, dass der Stau in München dann besser ist, bis wir dorthin kommen. Wir warten lieber vom Legoland, als dass wir im Stau stehen. Ja, wir sind heute schon genug im Stau gestanden. Wir vertreten uns hier jetzt lieber noch ein bisschen die Beine und warten und dann geht es ab nach Hause. Morgen steht natürlich wieder Arbeit am Programm. Also ich weiß nicht, wann der Haul kommen wird, aber wir werden uns natürlich bemühen, dass wir das so bald wie möglich, auch dieses Video so bald wie möglich für euch auf YouTube bereitstellen können. Danke auf jeden Fall fürs Einschalten und schreibt uns auch gerne in die Kommentare, wie ihr das Legoland hier jetzt im Herbst oder in der gesamten Saison 2022 so erlebt habt. Vielleicht machen wir auch dazu noch ein besonderes Video, weil wir, glaube ich, jetzt insgesamt über 10 Mal dieses Jahr hier waren. Unglaublich. Also fast schon wirklich unsere zweite Heimat hier. Und schreibt, ob ihr das Geschenk gefunden habt oder beziehungsweise dann auch noch dazu, wo ihr es gefunden habt. Richtig, ja, das wäre interessant, ja, weil wir haben auch nicht gehört, dass es gefunden wurde heute und das wäre schon interessant. Ja. Also jetzt nächster Stopp Klo, dann Autobahn, Stau in Richtung München und dann sind wir hoffentlich zu Hause und sehen uns bald wieder mit einem Update aus unserer Wohnung oder vielleicht auch aus Wild City. Mal schauen, wann wir dort wieder hinkommen. Wir haben auf jeden Fall jede Menge Steine zum Verbauen, jede Menge cooles Zeug. Ja, und ich habe zu Rita schon gesagt, wir sind heuer so oft hier gewesen, aber dieser Ort ist irgendwie total magisch und es ist nicht alles super toll, was hier im Legoland passiert und manches könnten sie schon ein bisschen besser machen, haben wir, glaube ich, auch schon mal gesagt. Aber für uns ist das einfach ein total schöner Ort und man trifft nette Leute hier und wir haben immer schöne Tage bis jetzt hier gehabt. Ja. Und deswegen können wir jetzt glücklich und zufrieden im Stau in Richtung Salzburg stehen. Wir werden glücklich und zufrieden sein, definitiv. Nächstes Mal fahren wir vielleicht wieder mit dem Zug. Dann gibt es wieder Abenteuer vom Münchner Hauptbahnhof. Mal sehen. Also macht's gut. Fahrt nicht mit dem Zug, aber fahrt vielleicht ins Legoland und genießt noch die Halloween-Dekoration. Und sonst sehen wir uns ja vielleicht nächstes Jahr dann im Legoland. Wer weiß. Das zu 100%. Ja. Heute ist das erste Mal, dass wir das Auto nicht finden, obwohl eigentlich keine Autos hier sind. Christoph kämpft schon wieder mit dem Gimbal. So. Heute ist das erste Mal, dass wir uns gemerkt hätten, wo unser Auto steht. Und was ist los? Wir sind jetzt schon so spät dran, dass wir noch Fotos gemacht haben, dass hier schon fast keine Autos mehr stehen. Und ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, aber hier genau in der Mitte des Bildes, dieses schwarze Auto, das sieht nach unserem aus. Es ist schon sehr beschaulich und leer hier geworden. Es ist aber auch schon, ich glaube, 6:45. Ja. Wir haben jetzt noch ein paar Minuten lang sind wir hier gestanden und es ist so nett, also falls ihr auch noch ein paar Minuten warten könnt, weil ihr leider wegen Stau auch noch nicht fahren könnt, dann macht das, weil das mit der Beleuchtung ist wirklich so nett. Ich habe Bilder auch auf Instagram gepostet. Ja. Wenn ihr das Video seht, jetzt noch nicht, aber mache ich gleich. Ja.
Richtig, und außerdem stehen dort bei diesem Kassenhäuschen, bei dem Schranken, meistens um 18 Uhr, wenn der Park zumacht, keine Ahnung, 100 Meter nach hinten die Autos. Und keiner kennt sich aus dort, wie man das mit dem Parkticket und so weiter macht. Übrigens haben wir jetzt kein Jahresparkticket genommen, was ich ein bisschen blöd finde. Bei dem Merlin Abenteuerpass kostet die Jahreskarte fürs Parken 25 Euro. Für die normale Jahreskarte 15. Also was das für eine Logik sein soll, frage ich mich schon. Es war dann schon klar, weil die Info dann kam, dass wir halt bei den anderen Parks dann auch parken könnten. Nur außer ins Legoland kommen wir meistens eher nirgends hin. Außer wir sind auf Urlaub und dann fahren wir meistens nicht mit dem Auto. Also wir werden jetzt nicht mit dem Auto leider in den Heidepark fahren oder in die anderen Attraktionen, wo auch die Merlin-Karte gehen würde. Jetzt habe ich mal so überschlagsmäßig gerechnet, wenn wir dann nächstes Jahr vielleicht auch wieder, weil die Parkkarte immer nur so lange geht wie die Jahreskarte, das heißt in unserem Fall bis August. Das würde bedeuten, wenn wir nächstes Jahr auch wieder mit dem Wohnmobil mal herfahren auf den Campingplatz, wo wir dann ja kein Parkticket brauchen oder vielleicht nur für den Tag der Abreise, nein, nicht mal den, der ist ja inkludiert, ja, dann zahlt sich das nicht aus. Ich habe jetzt eine Parkkarte so genommen, die kostet dann wenigstens nur 1 Euro weniger, also 5 Euro. Ich hätte halt gehofft, dass irgendwie das für den Merlin-Pass dann noch billiger ist. Oder wenigstens auch 15 Euro kostet, aber dem ist nicht so. So, wir sind beim Auto. Wo ist der Autoschlüssel? Keine Ahnung. Jetzt geht die Sucherei wieder los. Bis dann. Tschüss. Wir haben definitiv Pech derzeit, egal wie wir unterwegs sind, ob mit dem Auto oder mit dem Zug. Es funktioniert derzeit nichts. Jetzt fahren wir zum Glück endlich wieder. Ein bisschen ein Chaos, weil bei uns hier nicht nach Österreich gefahren werden darf wegen dem Nationalfeiertag. Und Christoph hat schon gesagt, das nächste Mal werden wir doch wieder mit dem Zug fahren. Ja, vielleicht holt mich auch jemand von euch mit dem Helikopter. Ich glaube, das wäre mir eigentlich das Liebste. Aber wir werden sehen. Wir melden uns nochmal, wenn wir dann wirklich zu Hause sind. Tschüssi! Christoph ist gerade mit den Worten Auweh ausgestiegen. Auf Google hat es uns angezeigt, plus 7 Minuten an der Grenze wegen einer Baustelle. Im Endeffekt sind wir wegen den LKWs und so weiter und so fort und vielen Autos sicher jetzt noch eine gute Stunde gestanden. Nochmal Uhrenvergleich zum Ende dieses Tages. Es ist jetzt 6 vor 10. Ja, nein. 2 vor 10. Oh. Ja, auf jeden Fall kurz vor 10 und wir sind wieder da. Ihr seht schon, mein Hirn ist heute schon matsch, also sorry dafür. Auf jeden Fall, wir sind gut angekommen. Wir rollen uns jetzt aus dem Auto raus und dann ins Bett. Und morgen schauen wir uns dann an, was wir alles geshoppt haben und werden definitiv ein Haul-Video dazu machen. Ich hoffe, ihr freut euch schon darauf. Wir freuen uns auf jeden Fall sehr darauf. Und wie gesagt, das Angebot mit dem Helikopter steht noch, falls uns jemand mal abholen möchte. Wir haben derzeit kein Glück mit dem Legoland fahren, also das wäre schon echt top. In dem Sinne, macht's es gut und bis bald und hoffentlich bis zum nächsten Legoland-Video, wo wir dann irgendwie besser hinkommen dort. Naja. Gut, also macht's gut, tschüss.